auch noch nicht die furchtbaren, verbotenen Höhlen untersucht. Die Wikinger, die hier früher einmal lebten, glaubten doch tatsächlich, die Drachen seien ihre Feinde. Wären sie nur nach Berge kommen. Wir hätten ihnen schon erklärt, dass Drachen die besten Freunde der Wikinger sein können. Kommt, ich zeige euch alles. Wie sich herausstellt, ist die Insel mit Krallenkrabblern besiedelt. Sie leben alle in dem Berg. Wenn wir Glück haben, bekommen wir die große Erma zu Gesicht. Sie ist hier die Drachenmutter und gerade sind wieder Drachenbabys geschlüpft. Das ist seltsam. Ich kann gar keinen von ihnen sehen. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Wir sollten uns von Erma besser fernhalten. Sie lässt keinen zu nah an ihre Babys heran. Wie es aussieht, hatte sie wohl gerade einen Streit mit einem Feuergeist. Und wenn wir diesen Drachen finden wollen, brauchen wir ohne Zorn. Okay, komm her. Wo steckst du? Es ist verboten, ich sag es nie. Aber ich wette, dass ohne seinen Feuergeist hier in den Ring gefunden ist. Das sieht gar nicht gut aus. Wo hast du gesteckt? Schön, dass du da bist. Ziemlich düster hier. Ich sorge mal für etwas Licht. So, jeder bleibt auf seinem Platz und hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Okay, die gute Nachricht lautet, wir haben den Feuergeist gefunden. Und die schlechte, wir haben den Feuergeist gefunden. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahn, schau mal, das ist ein Eisgeist. Er stößt Eis aus. Vielleicht können wir ja damit diesen Hitzkopf abkühlen. Dicht hinter euch. Wenn das Boot jetzt anhält, steigt bitte nach rechts aus. Ich wünsche euch noch weitere tolle Abenteuer auf der Dracheninsel. Und passt auf die Drachenbabys auf. Das war knapp, aber ihr habt das toll gemacht. Ihr werdet sicher gute Wikinger geworden. Ich glaube, das war genug Aufregung für einen Tag. Wir verziehen uns jetzt lieber. Wenn der Drache auftaucht, wird der Fuchsteufelswind sein. Wir sollten uns von Erma sichern lassen.